In der Hoffnung auf das ganz große Glück haben die Hessen im vergangenen Jahr so viel wie noch nie für Lotto ausgegeben. Ist immer noch ein Nervenkitzel, weil es kann ja das Leben innerhalb von 5 Minuten komplett verändern. Lotto Hessen profitiert dabei von der extremen Verunsicherung im vergangenen Jahr. Das merken wir hier sehr gezielt, weil eben auch viele Stammkunden da sind. Die Fantasien, oh, was würde ich mit dem Geld alles machen, verleitet die Menschen definitiv zum Spielen. Bei den meisten platzen die Träume. Max will wissen, wie gefährlich ist der Lotto-Hype für die Hessen? Sie sind der Millionärsclub, die Lotto-Tippgemeinschaft Friedigerode, gegründet 1979 von Herbert Bornkessel hier im Schützenhaus. Trotz ihres Namens, Millionäre sind sie in den 44 Jahren seit der Gründung nicht geworden. Die Hoffnung stirbt zuletzt und wir werden auch, solange wir das körperlich können, auch durchhalten und weitermachen, bis irgendwann mal der Knall tut und dann aus der Millionärsverein in Anführungsstrichen der Millionärsverein in Wahrheit wird. Jawohl. Jeden Monat spielen sie für insgesamt 470 €. Ihren höchsten Einzelgewinn haben sie mal mit 5 Richtigen erzielt, rund 2.000 €. Dass Lotto im letzten Jahr extrem gefragt war, haben auch sie mitbekommen. Aber ihnen sind die Hände gebunden. Denn die Satzung sieht vor, dass höchstens 18 Mitglieder mitmachen dürfen. Wir besitzen mittlerweile eine Warteliste von 5, 6 Personen, die liebend gerne da hier Mitglied werden würden. Aber da ja diese Satzung besteht, können wir die nicht umschmeißen, sondern wir müssen uns dann da auch dran halten. Immer mehr Menschen spielen Lotto und das, obwohl die Chance auf einen großen Gewinn bei 1 zu 140 Millionen liegt. Die Unwahrscheinlichkeit, den Hauptgewinn zu knacken, wird oft allerdings von der möglichen Gewinnsumme überlagert. Zum Beispiel 45 Millionen €, dem höchsten je erzielten Gewinn. Der ging vor ziemlich genau einem Jahr an einen Spieler aus Hessen. Martin Blach, der Geschäftsführer von Lotto Hessen, freut sich natürlich über das Rekordjahr, auch wenn er nicht alle Gewinne an den Gewinner bringen konnte. Wir haben 2,5 Millionen € Gewinne, die nicht abgeholt worden sind, davon 35.000 als der höchste Einzelgewinn, der nicht abgeholt worden ist. Aber ich kann, glaube ich, alle Spielerinnen und Spieler beruhigen. Wenn es nicht abgeholt wird, dann kommt es in eine Sonderauslosung und wird wieder den Tipperinnen und Tippern zurückgegeben. Die Gewinner haben jetzt 3 Jahre Zeit, ihr Geld noch abzuholen. Dass es beim Lotto nicht um 100 oder 1.000 €, sondern meistens gleich um zig Millionen geht, macht das Spiel aus Sicht von Suchtexperten besonders gefährlich. Das eine ist natürlich, dass Lotto an sich ein günstiges Glücksspiel ist. Man setzt ein paar Euro ein und kann halt mehrere Millionen € gewinnen. Und diese Faszination, was kann ich mit dem Geld alles machen, löst dann einen Spielanreiz aus. Andreas Fuchs ist Fachberater für Glücksspielsucht beim Diakonischen Werk in Kassel. Hier hat er täglich mit Spielsüchtigen zu tun, bei denen Lotto allerdings meist keine große Rolle spielt. Lotto 6 aus 49 hat ein eher geringes Suchtpotenzial, weil die Spielfrequenz sehr niedrig ist. Bei zum Beispiel Automatenspielen kann man praktisch alle 3 bis 5 Sekunden ein neues Spiel spielen. Lotto hat man 2 bis 4 Mal die Woche, wo man halt auch länger auf ein Ergebnis warten muss. Andrea Haag arbeitet seit 2 Jahren in der Lotto-Annahmestelle in Kassel-Harleshausen. Sie schätzt, dass der Lottoumsatz hier im vergangenen Jahr um 10% gestiegen ist. Für sie ist spürbar, dass die Kunden das Geld dringender brauchen als früher. Die Kunden, die regelmäßig kommen, da wünscht man natürlich Glück und bibbert damit. Hoffentlich haben sie gewonnen und dann freut man sich eben, ne, dass man dann eben was vollbracht hat. Ne? Also man war dann die Glücksfee. Ne? Aber warum investieren Menschen auch in schlechten Zeiten ihr Geld in Lottoscheine? Eigentlich müssten sie es aus Angst vor der Krise doch zusammenhalten. Wir wollen gewinnen und wollen nicht mehr arbeiten gehen, 3 Schichten, ne? Okay, irgendwann kommt Fortuna und küsst dich. Ich hatte mal einen Erfolg und ich denke mir, vielleicht habe ich mal wieder einen Erfolg.
Lotto als Hoffnung in der Krise. Ein Trend, der bundesweit zu beobachten ist. In den vergangenen 10 Jahren haben sich die Einnahmen der staatlichen Glücksspielunternehmen des deutschen Lotto- und Toto-Blocks um 25% erhöht. Wurden 2012 noch insgesamt 6,4 Milliarden Euro eingenommen, waren es im Jahr 2022 8 Milliarden. Der mit Abstand höchste Wert seit der ersten Ziehung 1955. In der Anfangszeit, bevor es um Milliarden ging, war alles deutlich beschaulicher. Im Januar 1964 hat der Hessische Rundfunk über Erika und Karl Leonheimer aus der Nähe von Marburg berichtet, die den Hauptgewinn der Fernsehlotterie gewonnen hatten. Eine Reise nach Amerika. 4 Tage New York, dann weiter nach Washington und zum Abschluss Miami. Dort war es ganz fantastisch, 35 Grad Hitze. Wir sind baden gegangen und haben uns sogar einen Sonnenbrand geholt. Zurück zum Millionärsclub. Herbert Bornkessel startet gerade einen neuen Versuch, den Clubnamen in die Realität umzusetzen. Seit 44 Jahren tippen sie immer dieselben Zahlen. Obwohl die bislang kein großes Glück gebracht haben, sind sie streng geheim. Ich glaube auf alle Fälle fest daran, dass wir irgendwann auch mal das Glück treffen und der Lottogott uns mal hold ist. Wir haben ja damals mal gesagt, wenn wir mal einen richtig großen Gewinn machen, dann bauen wir ein Altersheim für unseren Lottoclub und lassen uns dann anständig betreuen. Da wird es jetzt mal ziehen.